So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie ich meinen Garten verschönere. Hatte da vor, ein paar Felsen, große Steine hinzustellen, um den Japan-Garten ein bisschen schöner zu gestalten. Hab dann gemerkt, die kosten einen Haufen Kohle und hab gedacht, ja, dann baue ich die halt selber. Hab auf YouTube selbst auch gesehen, wie die Leute, die schon gebaut hatten, sah richtig gut aus. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich auch, probiere ich aus. Ja, mit dem Video heute wollte ich euch mal zeigen, wie das so geworden ist von Beginn an. Ja, dann schaut euch es einfach an und hoffe, es macht euch Spaß. Ja, mittendrin bei der Arbeit. Wie ihr sehen könnt, ich bin gerade am Verputzen, den Zement auftragen. Die Unterkonstruktion von den Felsen, wie ihr sehen könnt, habe ich mit großen 5 cm starken Styroporplatten gemacht. Die hatte ich noch über. Die habe ich mit Schaschlikstäben zusammengesteckt, habe die dann mit Bauschaum zusammengeklebt, ausgebessert, detailliertere Formen drauf gemacht und dann mit einem Hasendraht bespannt. Und auch diesen dann mit Zahnstochern an den Styroporplatten festgemacht und dort gehalten, wo ich ihn halt haben wollte. Und hier seht ihr dann, wie ich den Hasendraht, wie eben angesprochen, mit den Stäben an den Styroporplatten befestige. Das Gute daran ist, dass der Hasendraht sich natürlich nicht perfekt an die Form der Styroporplatten anschmiegen lässt. Das heißt natürlich, dass die ganze Konstruktion eine viel natürlichere Form hat und auch aussieht wie richtige Felsen. Die Felswand an sich ist soweit jetzt erstmal fertiggestellt. Jetzt kommt die ganze Erde ran, um das Beet aufzufüllen, was jetzt vor der Feldwand errichtet wird. Und ja, schaut es euch an. Bilder sprechen für sich. Ab und zu werde ich nochmal was dazu sagen. Felsen eine natürliche Oberflächenstruktur zu geben, nehme ich einfach einen feuchten Pinsel und streiche da in alle möglichen Richtungen über den angetrockneten Zement drüber und runde somit die durch die Kelle entstandene eckige Form ab und gebe dem Felsen eine schöne natürliche Oberflächenstruktur.
fertig ist das Projekt. Neues Beet mit Do-it-yourself-Felswand. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, schaut euch den Garten an, soweit wie er jetzt ist. Und bis zum nächsten Mal.